Ja, hallo ihr Kreaturen der Nacht da draußen, die ihr da vor den Bildschirmen hockt. Fun Fact schon mal gleich zu World of Darkness: Die Vampire können im Normalfall gar nicht mal so gut mit technischen Geräten. Die spinnen da ganz gerne mal. Und ich finde die Musik gut. So. Ich habe schon mal reingelot, wir fangen aber gleich mal ein neues Spiel an. Oh, jetzt ist die Musik gleich weg. So schade. Ja, New Game. Ich werde es auf Englisch spielen. Aber natürlich in Deutsch kommentieren. Das geht mir etwas leichter von den Lippen. Außerdem muss ich in der Uni teilweise auch oft irgendwie auf Englisch Vorträge halten. Das heißt, das hier ist sogar eine nette Abwechslung. Und wir haben einen ominösen Code Red, um den wir uns kümmern sollen. Bin ich ja mal gespannt. Continue. Die Vampire laufen unter uns oder wandeln unter uns. Unwissend haben wir ihre Städte gebaut, haben ihre Kriege gefochten und ihren Hunger gestillt. Jahrhundertelang haben sich diese Kreaturen in rivalisierende Sekten organisiert. Die größte davon ist die Camarilla. In ihren Domänen Oh Gott. Enforce. Ihr wisst, was da steht. Setzt die Camarilla die Masquerade durch. Wenn man die Masquerade bricht, ist die Bestrafung der letzte Tod. In Boston gingen sich die Vampir-Clans schon seit längerem an die Kehle. Nach vielen Streitigkeiten ist schließlich Hazel Iverson, der neue Prinz, emporgestiegen und hat den fragilen Pakt zwischen verschiedenen Bluthexen ins Leben gerufen. Mit der Hartford Chantry. Diese Allianz wird nicht nur Stabilität in ihrem Herrschaftsbereich bringen, sondern auch dem Prinzen den Bluthandel sichern. Der Handel mit Blut und sterblichen Opfern, die den gelüsteten Vampiren dienen. Von Naken Studios. I'll just get this going. There, ready. We're all set. Now, to begin, tell me, what do you see? I don't know. Okay. Try this. Focus on your vision. War das letzte Geräusch ein abgerissener Kopf? Nur so eine Frage. Ja, damit herzlich willkommen zu Vampire the Masquerade Swansong in Boston. Wir sind da wohl Leysha. Did you feel it too? Take your stuff. We're getting out of here. We've got a problem. Call them back. What's going on? It's the prince. We must go quickly.
Come on. Damn it. Hurry up. Calm down. Maybe it has nothing to do with the party. You know full well I was in charge of it. If anything goes wrong, it's my head on the chopping block. Fuck! Damn it! It took Hazel months to convince the Hartford Chantry to ally themselves with us. So they finally accept, and then bam, a code red. There's never been a code red in Boston, damn it! This has gotta be bad, Emem. So, da fängt schon das Tutorial an. Ich werde immer mal wieder Exposition liefern. Und gleich mal lesen müssen. Das ist schon mal gut, weil... ich nämlich nochmal nachgucken muss, wie ich mich eigentlich mute. Meine Fresse. Hatte ich vielleicht mal vorher irgendwie nachgucken sollen. Ah ja, ist schon normal. So, jetzt habe ich aber hoffentlich mal genug genossen. Tut mir leid. Also, Tutorial. Wir haben, wie auch in einem Pen and Paper, Wille und später kommt noch Hunger dazu. Jetzt bin ich schon wieder in diesem What the fuck. Jetzt ist aber mal gut. Also, wir benutzen Willenskraftpunkte, um bestimmte Fähigkeiten einzusetzen in Dialogen. Und wenn wir ein Skill von 0 haben, geht das natürlich nicht. So. Also hier können wir nicht fokussieren, können wir aber dann später hier. So, und das, ja, ist ein bisschen anders im Pen and Paper, ein bisschen. It's not like you had anything to do with it. I'm sure... You don't get it. I was in charge of organizing the party. But security is Jara's problem, Yeah, normally. except Jara is a member of the Primogen. I'm not. But you're a harpy. The prince will cover you. You know she's always looking for an excuse to take him down a notch. We'll see. What do we do next? When everyone's safe, we move on to phase 2. We clean house. Sollten wir vielleicht mal bei den Haaren hier anfangen? Da wohnt offensichtlich irgendwas drin, so wie sich das bewegt. Was genau ist jetzt eigentlich ein Code Red? Did you say this is the first Code Red in Boston? Ever since the fall of London, protocol is no longer a laughing matter. Whatever. They've been harping on that for 4 years now. They took away our internet access. Our smartphones. It's called risk mitigation, that's all. A code red is an alarm signal that's sent to everyone to say, watch out, we're all in danger. And everyone runs to shelter at the nearest safe house. For us, it's with the prince. It could have been worse. I'd have preferred worse. You're not even listening to me. Das stimmt, die gute Emem ist das so ein bisschen wie... wie ein kleiner Teenie. So. Wir haben nicht mal Smartphones, voll der Hausarrest. So, was machen wir eigentlich mit dem Haus jetzt, wenn wir das aufräumen? What do you mean by we clean house? Getting rid of our archives, our documents, anything that might betray our network and relationships. What comes after phase 2? Just pray that it never comes to that. Come on, tell me. We run, we leave everything behind, and we go into hiding, as far from here as we can. There's no way I'm leaving Boston. Everything I have is right here in the city. It took me years to build my clubs. I've worked too hard to give it up now. You won't have a choice. I know you hate coming here. Are you gonna be all right? What do you think? I know how to behave, Jay. Yeah, I know. Just keep your cool and it'll be fine. Ah, my little darlings. You're here at last. The fear that something horrible had happened to you terrified me. No call for theatrics, April. The prince asked to see you. Oh, jetzt geht das. Ups. Also man kann hier den Codex nochmal aufrufen. Kriegen wir den ganzen Charaktere und so weiter. Das ging irgendwie beim Antesten nicht. Jetzt geht's auf einmal. Naja. Jetzt will hier wieder... Achso. As soon as you arrived, Emem. I wouldn't dilly-dally if I were you. As for you, Journey, someone's triggered a code red. If anything has happened over there, I'll hold you personally responsible.
So, da kommen wir jetzt auch schon zum... Warum habe ich schon 5 Hunger? Emem, was machst du die ganze Zeit? So, Disziplinen, genau, sind die verschiedenen klaren Kräfte. Es gibt 13 Clans und jeder hat so seine eigenen Disziplinen. Manchmal überschneiden sie sich auch so ein bisschen. Es gibt auch Mischdisziplinen im Pen and Paper, aber naja. Ich glaube, der gute Emem ist bestimmt ein Toreador, so wie die ausschaut. Genau, hier haben wir Hunger. Wobei das mich eigentlich überrascht. Also normalerweise, wenn man seine Hungerschwelle überschreitet, dann wird ein Vampir halt so ein bisschen, nennen wir es, sehr blutrünstig, also noch schlimmer als ohnehin schon und geht halt komplett in die Raserei. Also das hier eine, naja. Also man kann es theoretisch überreizen. Ja, das funktioniert hier nicht, aber wir können nichts anderes machen. You know, back in the day, nobody could bat an eyelash without you knowing about it. You must know exactly what Jay is being blamed for, don't you? Emem. My dear Emem. I adore you. Really, I do. But darling, please. You're way out of your league here. This alliance with the Hartford Chantry is crucial. The prince is on edge. We can't get through to anyone over there. What does this have to do with Jay? She was in charge of the whole thing, for goodness sake. Listen, both of you. From now on, I don't want to hear another word out of either of you. The prince is furious. Journey, you're coming with me. I don't see why. And as for you, Hazel wants to see you. Right now. Ja, die Animationen sind so ein bisschen ruckelig. Kann aber auch daran an der an der Auslastung liegen. Jetzt wo... Ah, guck mal, hier jetzt funktioniert schon viel besser. It's gonna be a long night. Ja, dann lag es wahrscheinlich irgendwie nur daran, dass die Sequenz irgendwie so nicht gut war. Weiß nicht, egal. Hallo. Miss Lewis. Wir spielen übrigens auf den höchsten Es ist ungefähr 2 Uhr. Ich bin müde. Ich kann nicht reden. Also auf den höchsten Qualitätseinstellungen. Hier gibt es nämlich keine Schwierigkeitseinstellungen. Ich kann auch gerade nicht schneller laufen. Es ist übrigens ziemlich unhöflich, wenn man mit Disziplinen versucht, einen anderen Vampir zu beeinflussen. Nur so. Oh, guck mal, der mag uns nicht. Wunderbar. Galeb? Emem Lewis. She smiles like a toreador. Letters etched in bold right upon her teeth. What about that bearded guy who's swallowing his bile? Dejan Siaka. A Tremere warlock, then? Keep him at a healthy distance. With a sideward glance, he could make the blood in your veins boil. Is court attendance usually this sparse? Normalerweise sind hier bestimmt mehr. Ja, der ist ein Ventru, die Herrscher. Under ordinary circumstances, there would be more of us here. Is it because of the Code Red? Could be. We should have all been at that party. But a Code Red is a Code Red. No one can leave. I'd hate to be Caius right about now. Why? He's second honcho of house security. This promises to be a busy night. I know what you mean. It's one thing to have been told that the Nosferatu don't age well. It's another thing to see it for yourself. It's by no fault of their own. Do you think you'll be able to ask the prince tonight if you can embrace me? No. Now is no longer the time. And he is your child? Mr. Beryl Underwood. Hat er sie gerade bezirzt?
Tread lightly. He's a member of the Primogen. They're the check to the prince's power. The check and balance. They backed Hazel when she rose to power after Quentin King. They'd hoped to control her. What? Things didn't go as planned? I just have a feeling she will surprise them. Never forget that the court is a chessboard. We are monsters, and we sacrifice pawns. If you want to be a major piece, then behave accordingly. But... Nothing can happen to you here. We're in the prince's house. She must be finished by now. Wait for me. This won't take long. It's out of the question, Emem! I won't let her get away with this! All right. Calm down, Dijon. Where's Journey? What's it to you? Don't start with me. She was in charge of the party. She has to take responsibility for this. Leave her out of it. It's too late for that. Don't waste your time covering for her. She's not a kid anymore. I haven't heard from my child, and no one's able to get through to them over there. Go on then. Go and save Imani and stop wasting your breath. There are rules. Need I remind you? We're all stuck here. You're such a good boy. You'll never change. Dijon! What? Oh, come on, Hilda, she needs to grow up. Leave us. I don't need your help. Mem, please. Stop calling me that. I was worried about you. You still haven't moved on, have you? You're always getting in my way. Lower your voice. People are staring. Oh Gott. Das ist sehr... Sieht nach einer sehr schwierigen Eltern-Kind-Beziehung aus. Wir nehmen Rhetorik. Oh, guck mal. Wird. Oh Mann. 100%. Nice. Das ist schwierig. Do you know what this Code Red is all about? You're in the Primogen. You must know something. I'm in the same boat as the rest of you. Apparently, it was from one of Moore's retainers. That's all I know. Who's that? Jason Moore. Don't you remember him? He's the human who manages our interests when the sun comes up. He handles our assets, errands with the banks. What does he have to do with this? I don't know. It now seems that Miss Hazel Iverson, the mighty Prince of Boston, is no longer on speaking terms with the Primogen, as if now were the ideal time. She asked to see me. Do you know why? My best guess is that she'd like to talk to you about Journey, of course. I always warned you that girl was trouble. Yeah, sure. I've gotta go. Hazel must be upstairs. Das war ein sehr I'd better hurry. Zwinkern. Es läuft noch nicht total rund, es ist aber auch nicht total lange draußen. Und mit den Erstgeborenen und dem Prinzen, ja, klingt nach einer sehr schwierigen anderen Beziehung. Nobody's answering? No. Ich habe so lange Gesichter. Also, sie zum Beispiel sehen für Vampire noch relativ gut aus. Das ist typisch für die Toriado. Die haben eine relativ hohe Menschlichkeit noch von Anfang an, wenn man nach dem Pen and Paper geht. Ansonsten, er sieht schon so ein bisschen bleicher aus. Man hat den Nossi gesehen, den Nosferatu. Und allgemein sollten wir uns wirklich jeden verdammten Namen merken. Bin ich eigentlich überhaupt schon wieder gemutet oder entmutet? Das ist eine gute Frage. Ich bin noch ganz normal. Das ist super. Und, na, sagen wir so, es gibt halt verschiedene Regeln, vor allem in der Camarilla. Das heißt, wenn man Probleme miteinander hat, dann killt man sich nicht einfach die ganze Zeit straight up weg. Kann ich eigentlich speichern? Nee, kann ich nicht. Das ist unpraktisch. Und ja, deswegen gibt es halt sehr viele Intrigen, vor allem weil sie halt sehr lange lieben. Did you want something? Vielleicht. You're wasting time. Vielleicht. Ah, jetzt kann ich sprinten. Hallo, wer bist du denn? Hey, Abby. Hey, Emem. Was weißt du denn so? Abby, do you know what's going on?
I'm sorry, but I can't. Please? I feel like I've been plopped down in the middle of a minefield. There are rumors about Journey. Rumors about how this is all her fault. Did you know that Jay was in charge of the party? Shit. I bet she's gonna take the fall for whatever happened. I don't think she's involved, but we've got to be on our guard. Ich hasse solche Leute. Also dieses... Ich habe da ein Gerücht gehört, ich glaub's eigentlich nicht, aber ich verhalte mich so, als ob ich's glauben würde, weil, es ist einfach so... Weiß ich nicht. Das ist ein ganz schwieriges Verhalten, finde ich. Emem. Guten Morgen. We haven't seen you here in ages now, have we? Ja, Code Red, ne? Let's holster our weapons. I'm only here because of that goddamn Code Red. Blunt and to the point, as usual. With a bit of luck, your suffering will be over soon. How's business these days? Why? You wanna invest? Don't tempt me. Mist. Wir können es nur zweimal fokussieren. Schade. Ja, ich mach's trotzdem mal. Oh Mist, das hat trotzdem Willenskraft abgezogen. I'm shocked to think you put so much as a penny into one of my clubs. I know they're worthless to you, Beryl. You're right. I'm not interested in them. Now, if you don't mind, I'd like to be alone. I'm waiting for Galeb. Wieso hat mir das jetzt Punkte abgezogen? Ich hab's doch gar nicht fokussiert. Oder habe ich es aus Versehen... What? Habe ich es aus Versehen fokussiert? Sorry, ma'am. You can't come through here. Wieso nicht? Oh ne, da will ich gar nicht hin. Da kamen wir her. Kann ich da rein? Nein. Ja, aber nicht. Die läuft ganz schön fix. Mit ihren High Heels. Okay, das war's dann erstmal. Gibt es wirklich keinen Schnellspeicher? Das ist ein bisschen falsch. What a shitty night. Hazel must be pissed. What the hell could she want with me? Aussaugen. Verbrennen. Well, that was strange. Ein Malki. Is everything okay, Mom? Penny for your thoughts? Nothing, Pumpkin. What were you saying? You saw pictures again? You're not going back to the Institute, are you? No, don't fret. I'm gonna stay here with you now. I don't like it when Richard takes you away. He's my psychiatrist. He's helping me so I can be with you. Mom has a little trouble sometimes, remember? I see things that haven't happened yet. And I forget others. Yes, I know. And you have to slumber so you can rest all alone sometimes. But 3 years was too long. Ja, hab dich vermisst. It seemed like an eternity without you. I missed you too, Mom. I need my sweet little monster. Mom? What's going on? Why does everybody look so upset? I think something serious is happening. I'm worried. I still haven't seen Richard.
I looked for him so he could explain, but he can't be found. So what do we do now? I was told to wait here because Hazel wants to see us. There are grown-ups coming, and your mother needs to talk to them. Oh, then I'll go hide, because grown-ups talk to me too much. If you want, sweetie. But don't wander off. Go on. Show me what you do to make sure no one spots you. Okay, here I go. Das war harte Verdunkelung. Leysha. It's been a while. Hey, Emem. When did you get out? Just tonight. Hazel wanted to see me. That means she's extremely worried about the situation. That or she's a major drama queen. Please what? Du bist hier die Drama Queen. Das ist interessant. Also Leysha ist eine Malkavianerin. Offensichtlich. Und das ist ein Vampir-Clan, die eben vor allem Visionäre sind, Seher und so weiter und so fort. Oder entsprechend weibliche Charaktere. Und ja, die sind halt auch gleichzeitig so ein bisschen durch den Wind. Vor allem wegen den Visionen, aber nicht nur. Die haben eine Art Blutband mit dem gesamten Clan. Das heißt, deren Verhalten ist halt auch dadurch bestimmt, dass sie halt quasi so eine sehr, sehr, sehr schwache Form eines Schwarmbewusstseins haben. Und die sind halt alle miteinander durch ihren Urahnen verknüpft. So, dessen Blut sie halt irgendwo mal alle getrunken haben, als der getötet wurde. Um ihn halt am Leben zu halten. Und das sorgt halt dafür, dass sie zum einen eben diese Kräfte haben und zum anderen halt diverse Neurosen. So. Ja, Emem hat offensichtlich keine Ahnung, wie ernst das Ganze ist. You shouldn't make light of the situation, believe me. There aren't many of us who have experienced a code red and survived. Thanks for the heads up, Professor Bazori. First Siaka, now you. Why won't anybody give me a break tonight? Maybe you asked for it. Or maybe if you behaved in a manner more appropriate to the circumstances and our setting, then you'd better understand why everyone is so nervous. Der Chan asked for it. Ja! Aber zum Code Red, also der Fall von London wurde ja erwähnt. Das ist ein relativ neues Ereignis in den Pen and Papers. Kam jetzt, glaube ich, vor 5 Jahren oder so raus. Wo halt mehr oder weniger die sterblichen Jäger so mal die gesamten Vampire von London einfach mal platt gemacht haben. Was ein wenig für Furore gesorgt hat bei den Vampiren. Und ein wenig für Angst. So. Siaka jumped down my throat. Was I supposed to let him take his nerves out on me? No, I'm sorry. That's not how things work, Bazori. We must all remain calm and accept any help we can get, even from the most unusual sources. That's surprising to hear, coming from a blue blood. At least your certainties come from a more solid source than a prophecy from a child of Malkov. You don't know what you're talking about. All I'm saying is that whatever the problem is, your hallucinations aren't gonna help us solve it. Ich finde ihre Pupillen cool und die Augenbewegungen haben sie auch gut gemacht. Ja, weißt du was? Glaub doch, was du willst, du dumme Bitch. So. Ehrlich. And yet many of the things I saw ended up happening. Quentin King's disappearance, Hazel's rise to power, your breakup with Hilda too. But you're probably right. It's just Hazel and her flair for the dramatic. Only time will tell. Good evening, ladies, sir. The prince shall see you now. Das ist übrigens ein Google. So, wir spielen Jack of all Trades, finde ich eigentlich immer gut. Ah, das ist Hans Dampf in allen Gassen. Den Spruch merke ich mir, Jack in all Trades. Genau, wir sind eine Diva, so benimmt sie sich auch teilweise. Ruthless Mastery Veteran. Duty is the Aura Investigator. Ne, wir machen das mal wieder frei. So, jetzt muss ich mich hier mal nochmal aufrichten. Und dann mal genauer nachgucken, was wir jetzt wie wann wie brauchen.
Das könnte entsprechend relevant werden. Character Sheet. So, wir können sie bei jeder Szene nochmal neu verteilen, beziehungsweise verbessern. Attribute, sagt Standard Pen and Paper, mit ein paar Abwandlungen. Disziplin-Menü, können wir auch mal hin. Das wird auch wichtig. Was haben wir denn erstmal hier? Wir haben, Präsenz, mehr Präsenz, Silbertang. Prevents your pawn, das könnte auch praktisch sein. Die sind hier miteinander verbunden, glaube ich. Scapula, der Moment. Also das sorgt dafür, dass sie halt nicht wirklich fokussieren können. Ja. Moment. Da steht Kost 0. Ach so. Nein. Ja, aber wie... Ah, mit der linken Maustaste nicht voll. Okay. Blink! Bildes Anchorpoint. Hier sind wir also schnell. Moment, wir können hier pickpocken. Das ist geil. Ich will Leute beklauen. Specs. Das ist auch wichtig, eigentlich. +1 Ausspec, Psychometry, Interactions, Premonitions, Try the Soul. Ah, okay, das ist wie die Chance ist. Okay, das, ja, brauche ich eigentlich nicht so sehr. Also Physical. Okay, verstehe. Genau, hier läuft sie über Punktesysteme. Das... Oh, das haben wir schon. Super. Genau, und die sind entsprechend billiger und werden immer teurer. Habe ich nicht irgendwie... Ich hatte doch mit ihr irgend so ein Dings. Irgendwas mit Dialog. War doch billiger bei ihr, oder? Kann das sein? Ich bin verwirrt. Na! Moment. Entschuldigung, ich muss hier mal kurz gucken. Also. Ich wollte gerade fragen, was ist mein Modifier weg? Also hier kriegen wir einen Modifier. Hier kriegen wir keinen, sondern ich krieg direkt hier einen auf den Mantel. Das heißt, das sind dann nur 5. Verstehe. Okay. Das will ich auf jeden Fall haben, habe ich jetzt mal beschlossen. So, Deduction, Education, Security, Technology. Das ist interessant. Rhetoric, Intimidation, Persuasion, Psychology. Sollte sie auch definitiv haben. Hier sollte man halt auch Punkte rein investieren irgendwann. Was ich auch einfach mal haben will, ist halt einfach... Ich will Leute pickpocken. Es ist mir so egal, ob ich jetzt irgendwelche anderen Sachen brauche. Ich will das einfach haben. Ich würde mich so in Schwierigkeiten bringen. Das ist mir vollkommen egal. So, Rhetoric. Security, Deduction. Ja, Dinge, die wir brauchen. Education auch. Rhetoric nehmen wir auch mit. Persuasion. Das wäre teuer. Persuasion oder Psychology. Can we use in Dialogue. Oh, wir können einfach gleich hier reingehen. Dann haben wir eine höhere Chance bei allem. Also das hier ist zum Beispiel, wenn wir einen Unentschieden haben. Also wenn hier die Werte gleich sind, dann bestimmt das hier oben. Genau. Nämlich die Prozentchance. Das ist tatsächlich sehr relevant. Also einschüchtern werden wir hier nicht. Das ist sinnlos mit ihr, glaube ich. Deduction, Education könnte halt definitiv... Can't be focused. Das ist halt ätzend. Also das können wir hier wenigstens noch fokussieren, aber das hier halt nicht. Ach nee, das können wir schon fokussieren, ja, aber das nicht.
ist halt ein Problem. Ah, das sind die... Ah, I get it. Ach, guck mal, das ist sogar gehighlightet. Das ist ja cool. Okay, hier. Will ich sie deduzieren machen? Ich würde es fast jetzt sparen, oder? Kann ich das? Weil ich ehrlich gesagt gerade null Plan habe, was ich so in Zukunft brauchen werde. Ja, ich mache das. Machen wir das einfach so. Kann ich noch irgendeine Disziplin? Ich habe noch 40 Üben. Nee, es kostet alles 45. Super. Nee, dann sparen wir das jetzt. Hazel. Delson. Come in, Emem. I wanted to have a word with you. What can I do for you? I'm glad you're here. It's been a long time since we last saw each other. Tell me, where were you tonight? Like everybody else, I suppose. At home, getting ready for the party. How fortunate you weren't running early. Why? What's happened? You know what the Code Red means. There was a breach. This is intolerable. These agreements were supposed to celebrate the power of my court. Instead, I've been made to look a fool in the eyes of my allies. We'll have to increase our diplomatic efforts with the warlocks. Send new emissaries to Osborne. What's that got to do with me? Don't you worry about that for now. We have more urgent matters to attend to. We bring Journey to me. Warum? Also ich meine, du hättest ja auch gleich herbringen lassen können. Das verstehe ich gerade ehrlich gesagt nicht. What do you want with her? I have a few questions I need to ask her. If mistakes were made, I need to know what happened. I'm sure that your friend will have a lot to tell me. Das ist nie ihre Schuld. Bestimmt nicht. She hasn't done anything. Hazel. I'll be the judge of that. Okay. Yes, my prince. I'll be right back. I didn't bring you here just for that. Okay. I have something to offer you. I'm listening. It's about the Primogen Council. You know everyone who's in it. Beryl, Richard, Hilda. Their support was much appreciated after the disappearance of the previous prince. Quentin King. But now, they've become an obstacle. It's been going on for months. They systematically oppose everything that I do. It must stop now. Ja, das sieht aus wie Business as usual, ne? That's nothing new. That's rule number 1 of all the Primogen. The contrary would be worrisome. That's what I thought too. But after tonight, well, I wonder. The Camarilla has faced many challenges in the past few years. Many of our strongholds have fallen. I won't let Boston suffer the same fate. But for that, I need loyal allies. Also, how would you like a spot in the Primogen? What? You've always taken care of your community, Emem, without ever asking for anything in return. It might be time you took a leading role in the community's affairs. Hilda won't let you do it. She'll never see me as her equal. Being seated next to her child? She'll feel humiliated. I'm her prince. She will obey me. She's not gonna like it. I don't care. What I'm offering is much bigger than all that. What do you think? Übrigens, ihre Augenfarbe hat sich gefühlt geändert. Vorher wurde die doch hellblau. Ich finde es übrigens cool, dass sie tatsächlich den Gesichtsausdrücken hier doch viel Liebe angedeihen haben lassen. Und die Primogen, ja, die sind halt Vampire, die intrigieren und machen komische Dinge. Also, ja, ich muss mal drüber nachdenken. I don't know. I need to think about it.
Time is of the essence. You're a businesswoman, Emem. I know you'll be up to it, but we'll talk about it again soon. In the meantime... I know. Jay, I'm going to go see Sylvia first. I need to clear my head. Do it. You won't be able to hunt tonight. It's better to be prepared. Bring me Journey. I will. I have the utmost confidence in you, Emem. Do not fail me. You can count on me. What the hell is going on? Emem, I'm happy to see you in one piece. Hey, Syl. I'd like some refreshment, please. Of course, I'll get you a glass. I was thinking more like a vessel. Oh, serve yourself. But try not to damage them, okay? They're all I've got left in stock. I get it, I'll be careful. I'm right here if you need anything else. Aha, so die Jagd. Okay. Genau, so zum einen die Vampire, die können halt, also sie können essen und trinken, vor allem wenn sie sich anstrengen und das wirklich wollen, können sie das sogar im Magen behalten. I've never liked this stuff before. We've got to keep our wits about us. Why would I want it in the blood I drink now? Gute Frage. Und stattdessen können sie halt wirklich nur Blut schmecken, der Rest schmeckt halt einfach nach nix, beziehungsweise richtig schlecht und nach Asche. Also Lebensmittel und so weiter tasten, schmecken teilweise auch wirklich widerwärtig für die. Kommt auch ein bisschen drauf an, von welchem Clan man kommt. Follow me. Yes, ma'am. Interessanter Vorhang. Und, ja, nö. Sorry, I'm a little out of it. Do you need me? Ne, gerade nicht. Ich bin gerade überlegen. Genau, und der Biss eines Vampirs, je nach Clan, aha, genau, ist halt entweder sehr, sehr schmerzhaft, das ist glaube ich bei Nosferatu, oder kann halt zum Beispiel Ekstase auslösen, das ist vor allem bei den Toriados so. Deswegen gibt es überhaupt Menschen, die da bei dem ganzen Spaß auch mitmachen, teilweise auch freiwillig. So. Maybe the Anarchs. Or the Harford Alles okay bei dir? No. Genau, und weiterhin zum Beispiel Vampire können halt auch einfach zum Beispiel hier Blut trinken. Das schmeckt halt für die auch sehr gut. Oder sie können sich halt buchstäblich besaufen. Also alles, was halt im Blut ist, nehmen die halt mit auf. Und das können sie dann halt wirklich schmecken und sich dann auch daran berauschen. Also Alkohol im Blut von so jemandem, also einem Menschen normalen, das funktioniert. Alkohol einfach so trinken, funktioniert für die nicht. Because reasons. The vessels are over there. Also okay. Take whichever one you want. Ich nehme mal. Du bist gerade da. Let me know if I can help. Ja, Mama. Come on. It won't take long. Okay. Sure. So, das ist ein kleines Minispiel. Genau, wenn wir denn überhaupt irgendwo jemanden hingelockt haben, müssen wir nämlich aufpassen, dass wir den nicht komplett aussaugen. Das wäre ein bisschen doof. Und ansonsten haben wir dann Verdacht. So, ich würde noch press the button. Ach so, wenn ich ihn auch nicht drücke, dann stirbt er auch? Wait, what? Wieso? Und vor allem, warum beiße ich ins verdammte Handgelenk? Das ist nicht die schlaueste Option, um jemanden Blut auszusaugen. Egal. Also, ich muss drücken. Da war nicht so nichts.
So, wir sind cholerisch. Okay, interessant. Resonance. At the end of the scene provides an experience bonus for the cost brown. Ah, interessant. Oh, verdammt. Second Bite. All this content suspicion. Was macht denn eigentlich die cholerische? Offensichtlich gerade mehr. Achso, die muss ich erstmal verdienen am Schluss. Genau. Die Masquerade kann man einfach zusammenfassen mit, naja, die Vampire wollen halt unentdeckt bleiben. Und die Vampire kommen ursprünglich von Kain, der von Gott verflucht wurde, nachdem er seinen Bruder getötet hat. Where are you hiding? And then there are the palaces, the mosaics, the gardens, and the vibrant... What a shitty night. Do you think the Code Red will last much longer? I hope not. The faster I get out of here, the better. What? Emem Lewis, the Black Rattler's Rose, is afraid of a handful of politicians? God, no. Fine. Let me know if I can do anything for you. So, ich suche nach Johnny. I'm supposed to find Jay. Do you know if she's done talking to April? Huh. Good question. I saw her earlier, but she wasn't with Miss Bosley. She went into that alcove on your right, but that was a while ago. Thanks. You might want to avoid hanging around with her, you know? I've heard stuff about her. I know, and it's not true. She didn't do anything, all right? By the way, das könnte auch genau das Problem sein, dass sie halt nichts gemacht hat, wo sie hätte was machen soll. So, ja, offensichtlich ist es der fucking Prinz. Also, die Prinzen sind halt nicht immer die mächtigsten Vampire, aber halt die mit dem meisten Einfluss, Charisma und so weiter, die halt sich ihren Posten verdient haben. Es gibt zwar auch welche, die mehr oder weniger von den Erstgeborenen-Rat irgendwie mal eingesetzt werden. Ursprünglich wird der Erstgeborene-Rat aber von den Prinzen eingesetzt. In der Camarilla sollen sie sich halt gegenseitig so ein bisschen kontrollieren. Aber normalerweise sind die Prinzen halt schon fucking tough. Also du legst dich nicht mit deinem Prinzen an. Grundsätzlich nicht. Weil, wie gesagt, meistens sind die so ein bisschen krass drauf. Und nicht nur das, sie haben halt teilweise noch sehr viele loyale Anhänger, Ghule, Leute wie Delson, ne, der Leibwächter und so weiter. Also mach irgendeinen Scheiß und du bist halt platt. Also, Miss Iverson has the top floor all to herself? Yes, that's where she's got her office for hearings, as well as her personal quarters. Miss Bosley is the only one who has access to them. I heard the prince put together a surveillance unit. Yeah, the cave. Mr. Leto and his team spend their nights there. It's just below us. But don't even think about going down there. It's only for sewer rats. Thanks for the vessel. My pleasure. Come back anytime you want. Was denn du hier? Can I help you? Das ist eine gute Frage. Wo ist Jay? I've got to talk to Jay. You haven't seen her, have you? No, you should ask April. It's a good idea. Thanks for the advice. Do you still work for April? Well, aren't you rude? My loyalty is with the court. Seems like Bosley's leading you around by the nose, though. She's got some extra responsibilities, sure, but that's it. I have my own agenda. Mm-hmm. I'm not surprised. I've got stuff to do. See you later. So. Huch. Victoria! Emem! My little rose! It's been so long. An eternity, you mean. And yet, look at you! As splendid as always. I've learned from the best. Adorable. How are you? This is a rather depressing night for a reunion. Ja, an der Stelle, die passt gerade so schön, machen wir nochmal Schluss für diese Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und für das schön kontrollierte Aussaugen von diversen Individuen und hoffe dann, euch beim nächsten Mal zu sehen. Bis dahin, ciao, ciao und gute Nacht.